Lektion 1: Alltägliche Besorgungen. Hey Anna, hast du vor, heute in den Laden zu gehen? Ich muss selbst ein paar Lebensmittel einkaufen. Ja, ich wollte gerade zum Lebensmittelladen rennen. Mir fehlen die wichtigsten Dinge. Perfekt, ich kann mitkommen, wenn Ihnen die Gesellschaft nichts ausmacht. Ich muss auch meinen Kühlschrank und meine Speisekammer auffüllen. Überhaupt nicht. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Es macht immer mehr Spaß, Besorgungen mit einem Freund zu erledigen. Großartig, ich weiß das zu schätzen. Ich wollte eigentlich alleine fahren, aber das wird die Reise viel angenehmer machen. Definitiv. Wir können die Liste teilen und erobern und auf diese Weise mehr Bereiche abdecken. Gute Idee. Was müssen Sie heute alles mitnehmen? Nun, mir gehen die Lebensmittel aus, also muss ich mir ein paar Obst- und Gemüsesorten besorgen. Und ich habe überhaupt keine Milch und keine Eier mehr. Ach ja, diese Grundnahrungsmittel sind ein Muss. Mir geht es ähnlich. Ich muss meine Vorräte an Dingen wie Brot, Nudeln und Snacks auffüllen. Klingt, als hätten wir dann eine ziemlich vollständige Liste. Das wird ein effizienter Lebensmitteleinkauf. Absolut. Ich bin bereit. Wann immer du bist, Anna. Lassen Sie es mich einfach wissen und ich werde Ihrem Beispiel folgen. Perfekt, dann machen wir uns auf den Weg. Ich möchte dort sein, bevor der Andrang zunimmt. Hört sich gut an. Gehen Sie voran. Das wird für uns beide ein produktiver Besorgungstag. Lektion 2: Routinen entwickeln. Hallo Anna, ich versuche in letzter Zeit einen einheitlicheren Tagesablauf zu etablieren. Habt ihr irgendwelche Tipps? Das ist ein großartiges Ziel, John. Ich finde, dass eine ausgewogene Routine wirklich von Vorteil sein kann. Definitiv. Ich hoffe, dass es mir hilft, mich organisierter und produktiver zu fühlen. Wie sieht Ihr typischer Tagesablauf aus? Nun, ich versuche, jeden Morgen mit etwas leichter Bewegung und Meditation zu beginnen. Das gibt eine positive Stimmung für den Rest des Tages vor. Das klingt nach einem wunderbaren Anfang. Ich hatte vor, mehr Bewegung und Achtsamkeit in meinen Morgen zu integrieren. Es macht wirklich einen Unterschied. Und dann achte ich darauf, mir Zeit für Arbeit, Besorgungen und Freizeitaktivitäten zu nehmen. Das klingt nach einem umfassenden Ansatz. Das Ausbalancieren all dieser Elemente muss der Schlüssel sein. Ja, es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert und dabei zu bleiben. Konsistenz ist so wichtig. Das kann ich sehen. Ich muss ein wenig experimentieren, um den richtigen Rhythmus und Fluss für meinen Lebensstil herauszufinden. Definitiv. Scheuen Sie sich nicht, unterwegs Anpassungen vorzunehmen, bis Sie zu einer Routine gelangen, die sich nachhaltig anfühlt. Guter Rat. Ich möchte sicherstellen, dass ich mich nicht überfordere, aber dennoch produktiv bin. Ruf. Fangen Sie klein an und steigern Sie sich von dort aus. Schon bald wird es Ihnen zur zweiten Natur werden. Das ist wirklich ermutigend zu hören. Ich freue mich darauf, mit der Umsetzung einiger neuer Gewohnheiten und Rituale zu beginnen. Ich bin froh, dass ich dir ein paar hilfreiche Tipps geben konnte, John. Ich bin mir sicher, dass Sie einen fantastischen Tagesablauf entwickeln werden. Danke, Anna. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Erkenntnisse mitzuteilen. Das wird für mich ein Game-Changer sein. Lektion 3: Mode Inspiration. Das hört sich cool an.
Anna, wie wäre es mit Prince? Ich liebe seine auffälligen Designs mit Blumen und Tiermotiven. Oh ja, Princes Stil war wirklich ikonisch. Ich bin ein großer Fan seines vielseitigen, geschlechtsspezifischen Sinns für Mode. Definitiv. Er hatte ein so einzigartiges Flair und hatte keine Angst davor, mit verschiedenen Looks zu experimentieren. Phew. Prince hat es immer geschafft, Trends auf seine eigene Weise zu interpretieren und so etwas wirklich Originelles zu schaffen. Sicher, seine Fähigkeit, Genres und Einflüsse zu vermischen, war als Künstler so inspirierend. Stimme voll und ganz zu. Mode war ein weiteres Medium, durch das er seine Kreativität zum Ausdruck brachte. Genau. Es ist erstaunlich, wie er durch die Auswahl seiner Garderobe so viel ausdrücken konnte. Definitiv. Princes Stil war eine echte Erweiterung seiner musikalischen Persönlichkeit und künstlerischen Vision. Ich freue mich, dass Sie sein Modevermächtnis genauso schätzen wie ich. Er war wirklich einzigartig. Phew. Der Einfluss von Prince auf die Populärkultur, einschließlich der Mode, wird über Generationen hinweg anhalten. Ich kann nur zustimmen. Er hat eine unauslöschliche Spur hinterlassen, die auch heute noch Künstler inspiriert. Lektion 4: sich Herausforderungen stellen. Diese Notsituation hört sich wirklich ernst an, Anna. Der menschliche Schmerz, den Sie beschreiben, ist oft unvorstellbar. Ja, John, es kann manchmal wirklich herzzerreißend sein. Die Bewältigung solch schwieriger Herausforderungen stellt unsere Stärke und Belastbarkeit auf die Probe. Ich kann es mir nur vorstellen. Es muss eine enorme Menge an Mut und Ausdauer erfordern, um so etwas durchzustehen. Definitiv. Aber manchmal können selbst unsere dunkelsten Momente zu Wachstum und Transformation führen, wenn wir ihnen mit Empathie und Verständnis begegnen. Das ist eine wirklich aufschlussreiche Perspektive. Es ist so wichtig, diese mitfühlende Einstellung auch angesichts von Widrigkeiten aufrechtzuerhalten. Pfiuh. Es ist nicht einfach, aber es ist wichtig, um zu heilen und sinnvoll voranzukommen. Ich bewundere Ihre Fähigkeit, selbst in den schwierigsten Situationen den Silberstreif am Horizont zu finden. Diese Art von Ausblick ist wirklich inspirierend. Danke, John. Ich habe gelernt, dass die Aufrechterhaltung der Hoffnung, selbst in den dunkelsten Zeiten, ein wirksames Mittel zur Bewältigung und Widerstandsfähigkeit sein kann. Das ist eine wertvolle Lektion. Ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, falls ich jemals in eine ähnliche Situation geraten sollte. Ich bin froh, dass ich eine etwas andere Perspektive bieten konnte. Die Schwierigkeiten des Lebens zu meistern ist selten einfach, aber auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben kann den entscheidenden Unterschied machen. Absolut. Ihre Erkenntnisse haben mir viel Anlass zum Nachdenken gegeben. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihre Weisheit mit mir teilen. Lektion 5: Geschichten erzählen. Ich verstehe, was du meinst. Selbst wenn Ihr Roman inkompetent wäre, würde sein Versuch, die Geschichte nachzuerzählen, dennoch allen gleichermaßen gehören. Genau, John. Der Akt des Geschichtenerzählens an sich ist eine kraftvolle und universelle menschliche Erfahrung, die uns alle verbindet. Das ist eine wirklich tiefgründige Sichtweise. Die Geschichte gehört nicht nur dem Autor, sondern auch dem Leser. Wir, wenn wir uns auf eine Erzählung einlassen, bringen wir unweigerlich unsere eigenen einzigartigen Perspektiven und Erfahrungen in die Interpretation ein.
Ich liebe das. Dadurch fühlt sich der kreative Prozess viel kollaborativer und integrativer an. Hilf. Geschichten erzählen ist eine gemeinsame Reise, bei der sowohl der Autor als auch der Leser eine wesentliche Rolle spielen. Das ist eine schöne Art, darüber nachzudenken. Die Geschichte wird zu einer lebendigen, atmenden Sache, die sich mit jedem neuen Leser weiterentwickelt. Ja, und das ist einer der Gründe, warum Literatur und Geschichten erzählen so unendlich faszinierend und lohnend sind. Das kann ich wirklich schätzen. Es fügt eine Ebene der Fülle und Tiefe hinzu, die über die bloßen Wörter auf der Seite hinausgeht. Definitiv. Die wahre Kraft einer Geschichte liegt in ihrer Fähigkeit, Menschen aus allen Lebensbereichen auf erwartete und unerwartete Weise anzusprechen. Das finde ich unglaublich inspirierend. Es ist eine demütigende Erinnerung an die tiefgreifende Wirkung, die Geschichten haben können. Lektion 6: Reiseunterkünfte. Nun, Anna, hast du darüber nachgedacht, für deine bevorstehende Reise in einem Hotel oder einem Airbnb zu übernachten? Das ist eine tolle Frage, John. Ich habe tatsächlich die Vor- und Nachteile beider Optionen abgewogen. Ich verstehe. Welche Faktoren berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, welche Route Sie einschlagen möchten? Nun, ich schaue auf Dinge wie Kostenlage, Ausstattung und allgemeinen Komfort. Das sind alles wichtige Überlegungen. Haben Sie bisher in beiden Kategorien herausragende Optionen gefunden? Ehrlich gesagt war es etwas gemischt. Ich habe einige wirklich schöne Hotels gesehen, aber die Preise können sich schnell summieren. Ich kann es mir vorstellen. Und mit Airbnb erhalten Sie mehr Flexibilität, aber die Qualität kann ziemlich unterschiedlich sein. Ja, es geht darum, die richtige Balance zwischen Budget, Komfort und dem gesamten Reiseerlebnis zu finden. Das macht absolut Sinn. Haben Sie Freunde oder Familie um Empfehlungen gebeten? Ja, tatsächlich. Einige von Ihnen haben großartige Erfahrungen mit Appen gemacht, daher tendiere ich eher in diese Richtung. Das ist ein kluger Schachzug. Lokale Einblicke können von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, verborgene Schätze zu finden. Pfiff. Ich habe das Gefühl, dass mir ein authentischeres und intensiveres Reiseerlebnis bieten könnte. Ich kann den Reiz darin erkennen. Es könnte Ihnen wirklich dabei helfen, sich tiefer mit der lokalen Kultur zu verbinden. Definitiv. Ich freue mich darauf, diese Option weiter zu erkunden und zu sehen, welche einzigartigen Orte ich finden kann. Nun, ich bin sicher, dass Sie die beste Entscheidung für Ihre Bedürfnisse treffen werden. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft, während Sie Ihre Pläne finalisieren. Lektion 7: Achtsame Bewegung. Ich versuche immer, auf meinen Körper zu hören und mich auf die richtige Ausrichtung zu konzentrieren, Anna. Es ist so wichtig für mich. Das ist wunderbar, John. Die Aufrechterhaltung der Achtsamkeit und des Körperbewusstseins während des Trainings ist von entscheidender Bedeutung. Absolut. Ich finde, dass es nicht nur Verletzungen vorbeugt, sondern mir auch hilft, das Beste aus meinem Training herauszuholen. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn Sie darauf achten, wie sich Ihr Körper bewegt und anfühlt, kann das den entscheidenden Unterschied machen. Definitiv. Ich versuche immer, meine Technik zu verfeinern und sicherzustellen, dass ich die richtigen Muskelgruppen beanspruche. Das ist ein toller Ansatz. Die richtige Form ist der Schlüssel, egal ob Sie Gewichte heben oder Yoga machen.
Genau. Bei meinem Fitnessprogramm lege ich viel lieber Wert auf Qualität als auf Quantität. Ich bewundere diese Einstellung, John. Es zeigt ein echtes Engagement für ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden. Danke, Anna. Es war eine lange Reise, aber ich habe herausgefunden, dass es für mich der beste Weg ist, motiviert und verletzungsfrei zu bleiben. Ich kann es mir vorstellen. Die Pflege dieser Geist-Körper-Verbindung erfordert ständige Anstrengung, aber die Vorteile sind es absolut wert. Absolut. Es ist zu einem integralen Bestandteil meines Lebensstils geworden und nicht nur ein Checklistenpunkt auf meiner To-Do-Liste. Ich liebe diesen Ansatz. Es hört sich so an, als hätten Sie achtsame Bewegung wirklich in Ihr tägliches Leben integriert. Definitiv. An diesem Punkt ist es einfach zur zweiten Natur geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, anders zu trainieren. Das ist fantastisch, John. Sie sind eine Inspiration und ich bin sicher, dass sich Ihr Engagement weiterhin auszahlen wird. Ich weiß die freundlichen Worte zu schätzen, Anna. Es geht darum herauszufinden, was für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist. Lektion 8: Die Saratoga-Soda-Sensation. Hi, Anna, wusstest du, dass die Limonade, die wir heute trinken, 1853 in Saratoga Springs, New York, erfunden wurde? Wurf, ich hatte keine Ahnung. Das ist wirklich faszinierend. Was ist die Geschichte hinter der Erfindung von Limonade in Saratoga? Nun, es heißt, dass ein Multimillionär namens Cornelius Vanderbilt die Gegend besuchte und auf das natürlich kohlensäurehaltige Quellwasser stieß. Interessant. Also beschloss er, es in Flaschen abzufüllen und als kommerzielles Produkt zu verkaufen. Genau. Vanderbilt erkannte das Potenzial und begann, die Saratoga Soda als gesundheitsförderndes Stärkungsmittel zu vermarkten. Das ist hör. Die Nutzung der natürlichen mineralischen Eigenschaften des Quellwassers war eine kluge Geschäftsentscheidung. Definitiv. Es war eine echte Sensation, als die Menschen nach Saratoga Springs strömten, um das kohlensäurehaltige Wasser zu genießen. Ich kann mir vorstellen, dass es damals eine ziemliche Neuheit war. Es muss ein großer Durchbruch in der Getränkeindustrie gewesen sein. Absolut. Die Saratoga Soda ebnete den Weg für die moderne Limonadenindustrie, wie wir sie heute kennen. Das ist wirklich cool. Es ist erstaunlich, wie die Vision eines einzelnen Unternehmers zu solch nachhaltigen Auswirkungen führen kann. Sicher. Die bescheidenen Anfänge in Saratoga Springs veränderten schließlich die Art und Weise, wie die Welt trinkt. Lektion 9: Ehrung der Gefallenen. Wow, Anna, das sind ein paar kraftvolle Worte. Und vor mir stehen die Männer, die sie dorthin gebracht haben. Das sind die Jungs von Point Duhook. Ja, Zorn. Es ist eine ergreifende Hommage an die tapferen Soldaten, die alles geopfert haben, um unsere Freiheiten zu verteidigen. Definitiv. Die Vorstellung, vor den Gräbern dieser jungen Männer zu stehen, ist unglaublich bewegend. Triumph. Es ist eine düstere Erinnerung an den hohen Tribut, den ein Krieg auch Generationen später fordern kann. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwer diese Erfahrung war, ihr Andenken und ihr Vermächtnis zu ehren. Es muss sowohl demütigend als auch herzzerreißend sein, angesichts solch eines tiefen Opfers zu stehen. Sie haben recht. Es ist ein starker Kontrast zwischen dem Frieden der Gegenwart und den Schrecken der Vergangenheit. Eletas. Diese Denkmäler sind ein eindrucksvolles Zeugnis für die menschlichen Kosten von Konflikten.
Definitiv. Wir haben dem Mut und der Überzeugung derjenigen, die vor uns kamen, so viel zu verdanken. Liluf, es ist unsere Pflicht, ihre Geschichten zu bewahren und dafür zu sorgen, dass ihre Opfer nie vergessen werden. Gut gesagt, Anna. Unseren gefallenen Helden Tribut zu zollen ist das Mindeste, was wir tun können. Lektion 10. Gesundes Naschen. Das ist großartig, Anna. Was sind einige Ihrer liebsten gesunden Snacks, die Sie gerne genießen? Oh, ich habe so viele. Ich bin ein großer Fan von frischem Obst wie Äpfeln, Beeren und Bananen. Sie sind die perfekte natürliche Süße. Oh, das hört sich köstlich an. Ich mag auch Dinge wie Karotten und Hummus oder Sellerie mit Erdnussbutter sehr. Lecker, das sind auch tolle Optionen. Ich liebe auch geröstete Kichererbsen oder Edamame für einen herzhaften Crunch. Das sind fantastische Ideen. Ich versuche in letzter Zeit, mehr proteinreiche Snacks zu verwenden. Das ist ein tolles Ziel. Griechischer Joghurt mit Müsli oder Nussbutter ist ein weiterer Favorit von mir. Oh, das klingt super befriedigend. Der Schlüssel liegt darin, dass Snacks nahrhaft und dennoch lecker sind, nicht wahr? Definitiv. Es geht darum, die Balance zwischen Gesundheit und Genuss zu finden. Absolut. Haben Sie Tipps, wie Sie gesundes Naschen einfacher einhalten können? Nun, ich finde, dass die Vorbereitung im Voraus, wie das Schneiden von Gemüse oder das Portionieren von Nüssen, wirklich hilfreich ist. Das ist eine kluge Strategie. Die Verfügbarkeit dieser gesunden Optionen macht den Unterschied. Lektion 11. Abenteuerliche Wanderungen. Letzten Monat bin ich einen ziemlich anstrengenden Weg in den Bergen gewandert. Es war definitiv eine schwierige, aber sehr lohnende Angelegenheit. Oh, das klingt unglaublich. Ich liebe eine gute, herausfordernde Wanderung, die einen körperlich und geistig wirklich fordert. Ich auch. Dieser besondere Weg hatte einige steile Anstiege und technische Abschnitte, die mein Herz höher schlagen ließen. Ich kann es mir vorstellen. Das Erfolgserlebnis nach der Bewältigung einer solchen Wanderung muss unglaublich sein. Absolut. Die Aussicht von oben war einfach atemberaubend. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich wette, es ist etwas ganz Besonderes, die Natur in diesen höheren Lagen zu erleben. Definitiv. Es ist, als wären sie ganz oben auf der Welt und haben eine völlig neue Perspektive auf ihre Umgebung. Ich kann es mir nur vorstellen. Welche anderen abenteuerlichen Wanderungen haben Sie in letzter Zeit unternommen? Nun, erst letzte Woche habe ich einen wirklich malerischen Wanderweg entlang der Küste in Angriff genommen. Das Gelände war ziemlich rau, aber die Aussicht auf das Meer war atemberaubend. Oh, das klingt magisch. Die Kombination anspruchsvoller Wanderungen mit wunderschöner Naturkulisse ist das perfekte Abenteuer. Völlig. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv und engagiert zu bleiben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Ich stimme voll und ganz zu. Solche Erlebnisse tun Körper und Seele wirklich gut. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Wegen, die ich erkunden kann. Vielleicht können wir ja irgendwann einen gemeinsam in Angriff nehmen. Lektion 12. Navigation im öffentlichen Nahverkehr. Perfekt, Anna. Wissen Sie, mit welchem Bus ich zum Bahnhof fahren soll?
Lass mich nachdenken. Aufgrund der Route würde ich die Buslinie 42 empfehlen. Sie führt direkt zum Hauptbahnhof in der Innenstadt. Super, der Bus 42, verstanden. Und wie lange dauert die Busfahrt von hier aus normalerweise? Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Bus 42 eine ziemlich direkte Route, sodass die Fahrt ungefähr 20 bis 25 Minuten dauern sollte, mehr oder weniger. Großartig, das ist super hilfreich zu wissen. Ich möchte sicherstellen, dass ich mir genügend Zeit gebe, um meinen Zug zu erreichen. Definitiv. Da der Bus ziemlich häufig fährt, sollten Sie an der Haltestelle nicht zu lange warten müssen. Wunderbar. Gibt es eine bestimmte Bushaltestelle, nach der ich Ausschau halten sollte, um die Linie 42 zu erreichen? Ja, das nächstgelegene ist nur ein paar Blocks weiter an der Main Street. Es ist die Straße direkt vor der Kreuzung mit der Park Avenue. Verstanden, Main Street und Park Avenue. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mich durch alle Details geführt hast, Anna. Natürlich helfe ich gerne. Lassen Sie mich hier wissen, wenn Sie weitere Tipps zur Navigation im öffentlichen Nahverkehr benötigen. Werde ich tun, vielen Dank. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet, zum Bahnhof zu gelangen. Hervorragend. Ich freue mich, dass ich Ihnen die benötigten Informationen geben konnte. Wir wünschen Ihnen eine sichere und reibungslose Reise. Danke, Anna. Ich werde Sie auf jeden Fall wissen lassen, wie es gelaufen ist. Lektion 13. Technische Fehlerbehebung. Oh oh, Anna, es sieht so aus, als ob meine Internetverbindung unterbrochen ist. Das ist nicht gut. Oh nein, wirklich. Das ist so frustrierend. Lassen Sie mich einen Blick darauf werfen und sehen, ob ich Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen kann. Ich habe versucht, den Router neu zu starten, aber auch bei mir stellt er immer noch keine Verbindung her. Ich bin mir nicht sicher, wo das Problem liegt. Wofür? Nun, als erstes würde ich vorschlagen, sich an den Internetdienstanbieter zu wenden. Gute Idee. Ich rufe Sie an und frage, ob Sie uns bei der Lösung des Problems helfen können. Großartig. Gibt es in der Zwischenzeit noch etwas, was ich tun kann, um Ihnen zu helfen, während wir das Problem klären? Wissen Sie, es könnte hilfreich sein, wenn wir versuchen könnten, Ihr Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Auf jeden Fall, lass mich das versuchen. Okay, mein Gerät verbindet sich erfolgreich. Es scheint also, dass das Problem auf Ihre Ausrüstung beschränkt ist. Ah, ich verstehe, das grenzt es ein. Der Anbieter muss dann wahrscheinlich einen Techniker schicken, um sich das anzusehen. Vereinbart. Das ist wahrscheinlich der beste nächste Schritt. Ich bleibe gerne mit Ihnen in der Leitung, während Sie das klären. Großartig, das weiß ich wirklich zu schätzen, Anna. Lassen Sie uns dieses technische Problem schnellstmöglich lösen. Lektion 14. Tropischer Kurzurlaub. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, für meinen nächsten Urlaub ein tropisches Reiseziel wie Bali zu besuchen. Was denken Sie? Oh, Bali wäre eine treue Wahl. Die Strände, die Kultur, das Essen. Es ist wirklich ein Paradies. Das habe ich auch gehört. Ich fühle mich einfach von der Idee eines exotischen, erholsamen Kurzurlaubs angezogen. Pfiuh. Bali hat eine so einzigartige, entspannte Atmosphäre, die perfekt ist, um neue Energie zu tanken. Genau das suche ich. Etwas Sonne, etwas Abenteuer und viel Zeit zum Entspannen.
Da klingt es nach der perfekten Reise. Bali bietet das Beste aus beiden Welten, Ruhe und Spannung. Wunderbar, ich freue mich immer mehr darüber, je mehr wir reden. Irgendwelche Empfehlungen für Bali, die man gesehen haben muss? Oh Gott, wo soll ich überhaupt anfangen? Die heiligen Tempel, die malerischen Reisterrassen, die atemberaubenden Wasserfälle. Wow, das klingt alles unglaublich. Die natürliche Schönheit dort ist einfach unvergleichlich, nicht wahr? Definitiv. Und auch die Menschen sind so herzlich und einladend. Sie werden mit Sicherheit ein erstaunliches kulturelles Erlebnis haben. Dann ist der Deal für mich besiegelt. Bali klingt immer mehr nach dem idealen tropischen Zufluchtsort. Lektion 15. Sicherheit geht vor. Ich liebe es, Anna. Wir sollten auch sicherstellen, dass Sicherheitsvorkehrungen für die Party getroffen werden. Auf jeden Fall, das ist ein toller Punkt. Sicherheit sollte auf jeden Fall oberste Priorität haben, da wir alles planen. Definitiv. Wir möchten, dass jeder eine tolle Zeit hat, aber wir müssen auch für sein Wohlbefinden sorgen. Vielleicht Dinge wie die richtige Beleuchtung, freie Notausgänge und Erste-Hilfe-Material werden von entscheidender Bedeutung sein. Definitiv. Und vielleicht überlegen Sie sogar, Sicherheits- oder Veranstaltungspersonal einzustellen, das bei der Überwachung der Menschenmenge hilft. Gute Idee. Diese zusätzliche Überwachungssysteme kann viel dazu beitragen, die Sicherheit und Kontrolle der Gruppe zu gewährleisten. Absolut. Wir müssen auch über Dinge wie Feuerlöscher und Notfallkontaktinformationen nachdenken. Ausgezeichnete Vorschläge. Je proaktiver wir Sicherheitsmaßnahmen ergreifen können, desto besser. Vereinbart. Es mag im Vorfeld etwas mehr Arbeit bedeuten, aber es lohnt sich, um beruhigt zu sein. Vollständig. Der Komfort und die Sicherheit unserer Gäste sollten die Grundlage der gesamten Veranstaltung sein. Gut gesagt. Okay, stellen wir sicher, dass wir alle unsere Sicherheitsaspekte abdecken. Lektion 16. Gesunde Gewohnheiten. Hallo Anna, ich fühle mich in letzter Zeit viel energiegeladener und allgemein gesünder. Das ist wunderbar zu hören. Es ist immer so ermutigend, wenn wir beginnen, positive Veränderungen durch unsere Bemühungen zu sehen. Definitiv. Ich habe versucht, meine Ernährung und mein Trainingsprogramm bewusster zu gestalten und es zahlt sich wirklich aus. Das ist fantastisch. Ein proaktiver Umgang mit ihrer Gesundheit ist gerade heutzutage so wichtig. Absolut. Ich habe festgestellt, dass kleine Änderungen an meinen täglichen Gewohnheiten einen großen Unterschied gemacht haben. Das freut mich zu hören. Können Sie einige der spezifischen Änderungen nennen, die Sie vorgenommen haben und die hilfreich waren? Nun, ich habe versucht, mehr vollwertige, nährstoffreiche Lebensmittel in meine Mahlzeiten zu integrieren. Und ich habe mir Mühe gegeben, meinen Körper jeden Tag ein bisschen mehr zu bewegen. Das klingt nach großartigen Strategien. Die Konzentration auf gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität sind wichtige Grundlagen für das allgemeine Wohlbefinden. Definitiv. Ich habe auch versucht, achtsamer auf meine Schlafgewohnheiten und meinen Stressbewältigungsprozess zu achten. Ausgezeichneter Punkt. Diese Faktoren sind für die Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Energieniveaus und Wohlbefindens von entscheidender Bedeutung. Genau. Es geht darum, einen ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden zu finden. Nun, es hört sich so an,
als ob du wirklich auf dem richtigen Weg bist, John. Machen Sie weiter so. Ich freue mich zu hören, dass Sie die Vorteile spüren. Danke, Anna. Es war eine Reise, aber sie hat sich gelohnt. Mir geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Das ist wunderbar. Konsequente, gesunde Gewohnheiten können einen so positiven Unterschied machen. Ich bin stolz auf dich. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Auf weitere Fortschritte im Wellnessbereich. Lektion 17. Angebote finden. Hallo Anna, ich versuche eine Reise zu buchen, bin mir aber nicht sicher, wie ich die besten Angebote für Hotels und Flüge bekomme. Tolle Frage, John. Wenn es darum geht, Reiseangebote zu finden, kann die Nutzung von Websites wie Expedia oder Booking.com meiner Meinung nach sehr hilfreich sein. Ach ja, diese großen Reisebuchungsplattformen. Ich habe gehört, dass sie sich gut für den Preisvergleich verschiedener Anbieter eignen. Ja, sie ermöglichen Ihnen die einfache Suche und den Vergleich von Optionen, um die günstigsten Tarife zu finden. Das ist eine kluge Strategie. Ich muss mir diese Seiten ansehen, wenn ich mit der Planung meiner Reise beginne. Definitiv. Ein weiterer Tipp: Seien Sie bei Ihren Reisedaten möglichst flexibel. Schon eine geringfügige Anpassung Ihres Zeitplans kann zu großen Einsparungen führen. Guter Punkt. Ich muss mit den Daten herumspielen und sehen, wie die Preise schwanken. Hilf. Und vergessen Sie nicht, sich für Preisbenachrichtigungen auf den Buchungsseiten anzumelden. Auf diese Weise werden Sie benachrichtigt, wenn die Fahrpreise sinken. Ausgezeichnete Idee. Ich werde das auf jeden Fall tun. Ich würde ungern ein tolles Angebot verpassen. Ja, und natürlich ist es auch immer eine gute Idee, die Bewertungen anderer Reisender zu lesen. Das kann Ihnen dabei helfen, die Optionen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln. Das ist ein kluger Ansatz. Ich möchte sicherstellen, dass ich nicht zugunsten eines niedrigeren Preises auf Qualität verzichte. Hilf. Wenn Sie sich die Zeit für Ihre Recherche nehmen, stellen Sie sicher, dass Sie am Ende eine fantastische Reise zum richtigen Preis erhalten. Ich bin wirklich dankbar für all die hilfreichen Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet, den Buchungsprozess in Angriff zu nehmen.